Moin Moin, heute erkläre ich euch, wie ihr euch ganz einfach mit dem WLAN der Universität verbinden könnt. Das WLAN heißt EduRoam und ihr könnt euch damit auch weltweit an anderen Hochschulen ins Internet einwählen. Dazu nehmen wir einfach unser iPad oder unser iPhone und gehen in die WLAN-Einstellungen. Damit wir EduRoam erfolgreich einrichten können, benötigen wir erst einmal eine Internetverbindung. Wenn ihr zu Hause schon eine habt, könnt ihr nach vorne springen, ansonsten nehmen wir das Ersatz-WLAN Uni Studenten, das wir für diesen Zweck eingerichtet haben. Und das natürlich auch nur dann funktioniert, wenn wir uns in der Universität befinden. Für dieses Netzwerk brauchen wir einen Netzwerkschlüssel oder ein Passwort, das ich hier nicht posten kann, aber das ihr unter dem eingeblendeten Link aufrufen könnt. So, dann habe ich auf Verbinden geklickt und schon kommt dieser zweite Bildschirm. Und in diesen gebe ich jetzt meine Matrikelnummer und mein Passwort ein. Und diese Informationen habe ich mit meinen Immatrikulationsunterlagen zusammen bekommen. Damit kann ich mich auch an anderen Stellen in der Universität einloggen. Das Problem mit diesem Ersatz-WLAN, das ich jetzt hier gerade benutze, temporär, ist eben, dass ich mich jedes Mal, wenn ich ins Internet gehen möchte, mit Benutzernamen und Passwort anmelden muss. So, jetzt gehen wir auf Fertig. Also vor allem im Vergleich zu EduRoam, das wir ja jetzt hier heute einrichten wollen. So, jetzt mache ich diesen Screen weg und im Prinzip können wir jetzt schon fast loslegen, aber jetzt müssen wir noch etwas tun. Und zwar, falls du nämlich schon mal versucht hast, EduRoam irgendwie einzurichten und das schiefgegangen ist oder das jetzt erneuern möchtest, gehst du in die Einstellung, dann auf Allgemein und dann da unten auf Geräteverwaltung und dann gucken wir mal, ob es hier noch einen Rest von einer alten Installation gibt. Und den gibt es hier, den klicken wir jetzt mal an und klicken auf Minus. Wenn da nichts ist, müssen wir auch nicht auf Minus klicken, dann ist alles gut, dann müssen wir nicht die alten Reste hier entfernen. So, das machen wir aber in dem Fall. Zack. Und jetzt müssen wir eventuell noch ein Passwort eingeben. Da oben steht jetzt ZIMP. Das wäre dein ganz normales Passwort, was du normalerweise auf deinem Mac benutzt. Das hat jetzt nichts direkt mit der Uni zu tun und das war's. So, das klicke ich weg und jetzt gucke ich hier oben nochmal, ob ich jetzt eine Internetverbindung habe. In dem Fall dieses Ersatz-WLAN Uni Studenten, könnte aber auch halt mein WLAN zu Hause sein. Und jetzt bin ich bereit für die richtige EduRoam-Installation. Jetzt können wir loslegen. Rufen den Safari auf. Es muss unbedingt der Safari sein, darf kein anderer Browser sein und geben dort oben unifl.de/EduRoam ein. Damit landen wir auf einer Konfigurationsseite, die nötig ist, um jetzt für dieses sichere WLAN EduRoam die nötigen Zertifikate herunterzuladen. Einmal auf diesen großen EduRoam-Button geklickt, den blauen, warte ich einen Moment und schon ist dieses Profil geladen. Und was steht da? Überprüfe das Profil in den Systemeinstellungen. Ja, und das machen wir jetzt glatt mal. Da müssten jetzt nämlich diese Sicherheitszertifikate gelandet sein. Also unten Systemeinstellungen anklicken. Und nun müssen wir einfach zu der Stelle gelangen, an der wir die Sicherheitszertifikate tatsächlich auch für unseren Mac aktivieren. Also allgemein und dann nach unten scrollen zum Punkt Geräteverwaltung. Da ist jetzt schon dieses EduRoam zu sehen und wir machen einfach mal einen Doppelklick auf dieses Profil, dieses neue jetzt und klicken auf Installieren. Und dann auf Fortfahren. Und dann geben wir unseren Benutzernamen und Passwort ein. Und jetzt wird es interessant, denn das ist der allergrößte Knackpunkt, weshalb die Leute manchmal Probleme haben, ihr EduRoam einzurichten. Denn hinter dem Benutzernamen muss auf jeden Fall @uniflensburg.de stehen. Gebt aber bitte auf keinen Fall eure E-Mail-Adresse ein. Also Matrikelnummer einfach eingeben und dann @uniflensburg.de. Warum muss das da hinten angeklatscht werden? Weil EduRoam halt ein weltweiter Service ist und damit eure Heimatuniversität in der Welt identifiziert werden kann. So, das Passwort kommt noch dazu. Das ist das, was ihr aus den Immatrikulationsunterlagen her kennt, was immer zur Matrikelnummer dazugehört. Und jetzt klicken wir nochmal auf Installieren. Hier müsst ihr nochmal das Passwort eingeben, eventuell, was ihr normalerweise auch schon bei der Installation von anderen Softwareprodukten ganz privat auf eurem Rechner kennt. Je nachdem, muss nicht so sein. Und jetzt sieht das hier schon viel besser aus. Jetzt scheint EduRoam tatsächlich erfolgreich installiert worden zu sein. Das können wir überprüfen. Gehen wieder in WLAN, in den Einstellungen und klicken dort bei EduRoam unter bekannte Netzwerke auf Verbinden. Mal gucken, was dann passiert. Für mich sieht das richtig gut aus, denn da leuchtet jetzt ein grüner Punkt, verbunden. Und das können wir jetzt noch mal ein bisschen überprüfen. Da oben steht es auch. Und am besten checkt man das natürlich, indem man in seinem Browser, in Safari, da oben mal irgendeine Webseite aufruft und mal schaut. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt machen wir nur noch ein paar abschließende Einstellungen. Und zwar unter Systemeinstellungen, Rubrik WLAN. Und da auf Details bei EduRoam.
die einfach verhindern sollen, dass wir später Probleme kriegen, die verhinderbar wären. Da oben muss automatisch mit dem Netzwerk verbinden angehakt sein und da unten Tracking der IP-Adresse beschränken muss ausgemacht werden. Okay. Ja, und jetzt habe ich was vergessen, also nochmal kurz rein da. Da gibt es nämlich da links noch eine Rubrik Proxys und dort muss automatische Proxy-Entdeckung deaktiviert werden. Und jetzt machen wir OK. Und damit haben wir eigentlich schon alles getan, aber wir arbeiten ganz sauber, damit wir immer mit eduroam verbunden werden, entfernen wir jetzt dieses Ersatz-WLAN, indem wir Uni-Studenten, indem wir da auf dieses Netzwerk ignorieren, klicken und nun ist das entfernt und nur noch eduroam ist als Universitätsnetz eingetragen und jetzt sind wir immer damit verbunden. Wir testen noch einmal, gehen auf irgendeine andere Seite und ablehnen, zack, funktioniert. Und nochmal uniflensburg.de, denn die kann man nicht häufig genug aufrufen. Super, das funktioniert auch. Nutzer von iCloud Plus schauen sich diesen Hinweis an und damit hast du es geschafft. Du hast dir eduroam erfolgreich eingerichtet. Hat 6 Minuten gedauert, dafür kannst du jetzt aber jahrelang auf dem Flensburger Campus, aber auch überall anders in der Welt an tausenden anderen Hochschulen online gehen und bist immer bereit fürs Studium. Viel Spaß!